10 Dinge, die du über Peru nicht weißt. Und bleib unbedingt bis Nummer 10 dran, denn das wird dich umhauen. Und damit herzlich willkommen, Freunde der Sonne, zu diesem Video. Wir sind Sebastian? und Julien! Nummer 1. Rate mal, welches Fahrzeug im peruanischen Regenwald am meisten vorkommt. Ein Auto? Ein Motorrad? Nein, falsch. Das ist das sogenannte Motorcar. Das ist ein Dreirad, was von einem Motorrad, also aus einer Motorradbasis umgebaut wurde. Und diese Fahrzeuge gibt es so eigentlich nur hier in Peru. Das hat nichts zu tun mit diesem Tuk-Tuk, was man so aus Thailand kennt oder aus anderen asiatischen Ländern. Wenn die Einheimischen von einem Moto reden, ja, Moto ist die Abkürzung von Motocicleta. Motocicleta heißt im Deutschen Motorrad. Aber wenn die Einheimischen hier Moto sagen, meinen sie damit immer ein Motorcar. Ein Moto, also ein Motorrad, was wir kennen, dazu sagen sie dann Motolineal. Ja? Das ist also ein gerades Motorrad. Nummer 2. Und zwar betrifft das wahrscheinlich mehr den Raum, wo es sehr warm ist. Und wir sprechen ja aus eigener Erfahrung und wir haben ja unsere Zeit in der Selva verbracht. Und zwar ist das, dass ja eigentlich nur die Männer dann, wenn es heiß wird, sich das T-Shirt unter ihre Brust klemmen. Meistens haben die Männer etwas Bauch und dann hält das automatisch. Und dann wird halt weitergearbeitet. Und oft wirkt es halt, ich sag mal, ein bisschen amüsant, weil es wirklich nur bei den Männern am besten funktioniert, die halt auch am meisten Bauch haben. Und dadurch entsteht dann so ein lustiges Bild, so eine, wie nennt man das, eine vorgefertigte Schablone von so jemandem, der dann ja, sich das immer hochrollt, weil bei dir würde das gar nicht gehen. Ja, das liegt nicht unbedingt nur am Bauch. Manchmal ist es auch mit anhand des Schweißes, dass es dann klebt. Und das wird auch nicht nur beim Arbeiten so gemacht, auch oftmals nach der Arbeit, auch in der Stadt, ja, so zum Präsentieren. Das ist jetzt nicht so hinter vorgehaltener Hand oder nur im Hinterhof. Nein, das wird auf der Straße so, ja, das wird richtig gezeigt. Nummer 3. Wir Deutschen nutzen ja auch gerne Abkürzungen für bestimmte Wörter. Hier in Peru wird eher wie in Computersprache gesprochen. Und zwar zeigt sich das so, dass oftmals nur einzelne Wörter benutzt werden, um eine komplette Aussage zu treffen. Zum Beispiel Dime, Dame oder Listo. Dime heißt so viel wie sag mir, sag es mir. Oder Dame heißt gib es mir. Und Listo ist einfach nur fertig, ja, Ende. Und das wird oft benutzt bei Telefonaten. Man ist so im Redefluss und einmal kommt Listo und zack, wird aufgelegt. Und das ist am Anfang für uns etwas skurril gewesen. Auch mit diesen anderen Abkürzungen gibt es auch noch mehr, ja. Die wollen halt, das habe ich in einem anderen Video schon mal erklärt, immer auf den Punkt kommen, nicht viel Zeit verschwenden. Nummer 4. Und zwar möchte ich euch jetzt ein gewisses Bild in den Kopf heraufrufen. Und zwar stellt euch vor, ihr seid dann hier, also ich gehe jetzt erstmal von der Selva aus, aber ich glaube, das ist auch in ganz Peru so, dass ihr gewisses Essen, wie zum Beispiel Tamales, in Blättern eingewickelt bekommen. Ich glaube, Tamales sind Maisblätter, es gibt aber auch noch andere Buchahi-Blätter. Es gibt verschiedene Blätter, wo das Essen eingewickelt wird. Und was ich richtig top finde, es ist total ökologisch und gut abbaubar. Das ist richtig super. Und dann holt ihr euch das Getränk, ja. Und zwar gibt es dann Straßenhändler, die die Getränke selber machen für den Tag frisch. Und dann bekommst du die. Und es gibt es wirklich, dass du die in so einer hauchdünnen Plastiktüte bekommst, ja. Also wirklich, das ist einfach so ein quadratischer Beutel. Dann wird er so schief gehalten, da kommt ein Plastikstrohhalm rein. Und dann kannst du hoffen, dass du nirgendwo gegen stößt oder nicht als Frau zu lange Fingernägel hast, weil dann hast du dich gleich besudelt mit dem ganzen Inhalt von deinem Getränk. Nummer 5. Laute Musik. Immer und überall. Stell dir vor, du gehst in der Stadt einkaufen und gehst in einen Laden hinein und mit einem Mal ein ohrenbetäubender Lärm. Der Verkäufer möchte dir etwas anbieten, du verstehst es kaum. Und das ist hier gang und gäbe. Egal wo du bist, egal wo du dich aufhältst, laute Musik, so laut, dass du kaum was verstehen kannst. Und ich habe dann schon das Gefühl, dass die alle taub sein müssen, die Einheimischen, weil ich weiß nicht, wie die das machen. Also für mich ist das sehr, oder für uns ist das sehr, wie sagt man? Ja, es erzeugt Stress, einen Stress im ganzen Körper. Ja, teilweise sogar Schmerzen, ja. Es ist teilweise so laut, die haben dann solche riesen Lautsprecher am Eingang manchmal stehen, auch bei so einer Markthalle. Da steht so ein lauter Lautsprecher vor und der ist fast immer voll laut an. Und wir gehen da ungern rein, aber wir müssen da reingehen, weil da gibt es halt bloß bestimmte Dinge drin. Und das ist echt unangenehm. Da können wir euch sogar einen kleinen, wie nennt sich das? Einen Exkurs geben in Bezug auf die Weihnachtszeit und Lautstärke und ein lautes Land. Und zwar werden auch hier Weihnachtsbäume verkauft. Oft sind das natürlich falsche und die sind dann schon mit Lichterketten behangen.
Und wir sind in einem Land, wo man halt viel feiert, Musik macht. Und diese Weihnachtslichterketten in diesen Tannenbäumchen, die haben natürlich auch Musik. Und so gibt es eine Ecke im Laden. Stellt euch vor, ihr geht in ein geschlossenes Geschäft und gibt es eine Ecke, da stehen 20, 30 Tannenbäume. Und die haben alle Lichterketten an mit dieser Musik, die natürlich nicht im Takt spielt, die natürlich nicht die gleiche Musik ist. Und das hat den ganzen Tag gemacht. Und nur eine kleine Ecke drumherum, noch im Gebäude selber, gab es so eine spezielle Ecke, wo man Schmuck kaufen konnte. Und diese Verkäufer, die haben das den ganzen Tag gehört. Und uns waren schon 3 bis 4 Minuten zu viel, als wir an dieser Ecke im Laden was machen wollten, was gesucht haben. Nummer 6. Und zwar gibt es in Peru auch etwas, was ich total schön finde. Und zwar meistens schon vor Sonnenaufgang oder zumindest mit Sonnenaufgang werden frühs in den Straßen, da kommen Verkäufer mit so einem kleinen Wagen und dort verkaufen sie, ich würde mal sagen, so Gesundheitsgetränke, ja. Dort wird frisch mit Kräutern gearbeitet, auch mit sowas wie Kurkuma und verschiedenen Inhaltsstoffen, die sehr potent sind, viele Nährstoffe haben, die auch dafür gelten, dass sie einen gewissen heilenden Effekt haben. Und da kann man sich frühs gleich vor der Arbeit so einen kleinen, bei uns sagt man vielleicht so einen Shot, ne, so einen Powershot sich gönnen und dann in den Tag starten. Nummer 8. Wählen. In Peru ist das Wählen Pflicht. Wenn man nicht erscheint, muss man eine Geldstrafe zahlen. Zusätzlich ist das Wählen gebunden an die Meldeadresse. Sprich, du darfst nicht einfach zu irgendeinem Wahlbüro gehen, du musst dahin gehen, wo du gemeldet bist, auch wenn du da gerade nicht wohnst. Ich glaube, das ist ähnlich in Deutschland. Aber hier ist es halt so, wenn du nicht erscheinst, dann musst du Strafe zahlen. Und sie prüfen das sogar nach. Nach der letzten Wahl kamen bei uns hier draußen, 3 Kilometer vom Ort entfernt, 2 Menschen durch mit einer Liste. Und die haben gefragt, ob wir diese, jene oder andere Person gesehen haben, weil die nicht zum Wählen da waren. Nummer 9 finde ich auch wieder richtig, richtig toll. Und zwar gibt es in Peru und vielleicht auch noch woanders in Südamerika Privilegien-Anstellschlangen, so würde ich das mal nennen. Und zwar sind die ausgeschildert, sei es in einem Supermercado, sei es bei einer öffentlichen Behörde. Dann seht ihr oft oben so ein Schild und auf diesem Schild sind Menschen drauf, die jetzt bevorzugt behandelt werden. Das können schwangere Frauen sein, Eltern mit jungen Kindern oder schon Menschen, die ein Handicap haben, aber auch einfach ältere Menschen, die nicht mehr lange stehen können. Die werden hier, und das ist auch so ein ungeschriebenes Gesetz, bevorzugt behandelt, eher drangenommen. Das ist auch, wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, dann wird denen eigentlich immer Platz gemacht. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr schön finde. Wir haben einen Fehler gemacht, Ach ja? aber ist nicht so schlimm. Du hast bei mir gesagt 8, aber deins ist 8. Meins war 7 gewesen, weil du hast gesagt, du warst auch 4. Bei uns in Deutschland oder vielleicht auch in anderen Ländern Europas ist es ja ganz normal, dass man als Jugendlicher eine Zahnspange hält, weil vielleicht der Kieferorthopäd festgestellt hat, dass die Zahnstellung nicht ganz perfekt ist. Ja? Jetzt mal davon abgesehen, ob das gut oder schlecht ist. Ja, ich habe meine Meinung dazu. Hier in Peru ist das etwas anders. Man sieht eigentlich kaum oder selten ein Kind oder einen Jugendlichen mit einer Zahnspange. Man sieht allerdings darüber hinaus hauptsächlich Erwachsene mit einer Zahnspange. Ich sag mal so ab hohem jugendlichen Alter bis Mitte 20, 30, teilweise sogar 40-Jährige, die eine feste Zahnspange im Mund drin haben. Und das hat nicht die Gründe wie bei uns aus gesundheitlichen Aspekten. Das sind einfach nur wie sagt man? Aus ästhetischen Gründen wird das gemacht. Jetzt kommt die Nummer 10. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, denn das berührt mich etwas. Und zwar das Meerschweinchen, das sogenannte Cuy. Das hat hier verschiedene Traditionen und verschiedene Verwendungszwecke. Ich weiß gar nicht genau, wie ich sagen soll. Und zwar, man kann durchaus hier auch ein Meerschweinchen als Haustier halten, so oft wie wir es kennen. Ja, es gibt hier wilde Meerschweinchen, die sind einfach nur so grau-braun. Aber es gibt ja auch diese Meerschweinchen aus Deutschland, die ihr kennt, mit dem bunten Farbmix. Und man kann sie als Haustier halten. Punkt 1. Wird selten gemacht. Wenn, wird das nämlich eher, jetzt kommen wir zu Punkt 2, als eine Spezialität, als auch zu bestimmten Feiertagen in Peru, wird gern Cuy als Speise dargeboten. Aber das, was mich am meisten schockiert hat oder immer noch tut, ist, dass es durch den Schamanismus, durch diese Einflüsse, durch diesen Glauben, der hier auch vorherrscht, kriege ich sogar Gänsehaut, das Meerschweinchen in Ritualen verwendet werden. Und zwar gibt es ein Ritual, wo man das Meerschweinchen irgendwie über den Körper reibt
soll das Meerschweinchen irgendwelche Energien, Krankheiten aufnehmen. Ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und dann wird das Meerschweinchen danach halt, ja, umgebracht. Und das hatte mich auch sehr berührt, weil es so grotesk und surreal wirkte. Stellt euch vor, ja, ich sitze, sag ich mal, unten bei der Dorftante, ja, und da war Kaffeeklatsch. Und dann erzählte eine Frau davon, dass ihre Schwester starke Probleme in der Schwangerschaft hat. Es fehlen Nährstoffe. Diese Krankheitsbegriffe sind mir nicht ganz geläufig, aber es war irgendwas, was in der Schwangerschaft nicht ganz rund läuft. Und dann hat man so richtig plakativ nebenbei, und auch keiner hat irgendwie die Augen aufgerissen, gesagt, ja, vielleicht sollte sie mal Meerschweinchenblut trinken. Meines Erachtens ist das mit die beste Wahl, die man jetzt treffen kann. Und ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich sitze da und denke, was? Habe ich das richtig gehört? Und alle nur so im Chorus, ja, das ist eine gute Idee, meine Schwester auch. Und ich so, bin ich im falschen Film? Ich denke so, es ist einfach so krass für mich, dass das so normal ist. Das ist so gang und gäbe, als sprechen wir von etwas völlig Normalen. Wir freuen uns sehr, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Und zur Erstaunung aller haben wir jetzt noch ein paar Knüller in der Tasche. Ja. Und wer uns unterstützen möchte, der kann unten in der Infobox uns eine Kokosnuss kaufen bei Ko-fi. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit Nummer 11 bis 15. Ja, und zwar Fahrzeugpreise. Wenn du nach Peru kommen solltest, wirst du feststellen, dass die Preise der Fahrzeuge, vor allem der Autos, gebrauchten Autos, im Vergleich zu Deutschland exorbitant teuer sind. Das liegt zum einen daran, dass es nicht so viele Neuwagen in Peru verkauft werden oder wurden und deswegen viele Fahrzeuge importiert wurden aus anderen Ländern. Und sie werden wirklich genutzt bis zum geht nicht mehr. Und wenn ein Fahrzeug gut gepflegt ist, kann es auch 20, 30 Jahre oder älter sein und hat trotzdem noch einen horrenden Preis. Ja, und man hat es gerade im Hintergrund gehört. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Hier ist gerade ein Schwarm Papageien vorbeigeflogen. Und da sind wir nämlich gleich passend zu meinem Punkt. Und zwar, das ist diese krasse, üppige, ursprüngliche Natur versus der Umgang mit dem Müll hier. Das ist echt ein lachendes und trauriges Auge zugleich, weil es gibt hier so krass schöne Orte und wir haben bei weitem noch nicht alle gesehen, nur eine Handvoll von so richtig magischen Orten mit Wasserfällen, mit üppiger Natur, mit Tieren, Faultieren etc. Es ist richtig krass, was ihr hier erleben könnt, wenn ihr Urlaub macht. Und dann gleichzeitig seid ihr zum Beispiel da, in dem Raum, wo die Menschen halt leben oder selbst wenn die außerhalb einen Wasserfall besuchen, die haben irgendwie dieses Verständnis noch nicht oder nicht den Umgang mit dem Müll und die Verantwortung, die jeder Einzelne bei sich trägt, weil einfach, die sitzen in ihrem Fahrzeug, schmeißen leere PET-Flaschen raus, ohne Fum. Das ist echt traurig, ja. Ja. Der nächste Punkt betrifft eher das Individuelle, nicht das Kollektiv. Und zwar werden Häuser, das ist aber jetzt nicht nur in Peru so, das ist teilweise auch in Paraguay und in anderen südamerikanischen Ländern so, die werden gebaut, je nachdem wie das Geld da ist. Und zwar baut man zum Beispiel die erste Etage und dann irgendwann, oder man baut erstmal nur ein paar Wände, ja, oder man hat zumindest die erste Etage fertig, aber ohne Türen und ohne Fenster. Ja, dann zieht man trotzdem schon mal ein, dann kann man ja Vorhänge davor hängen. Dann baut man, wenn man wieder Geld hat, vielleicht noch eine Etage drauf und dann irgendwann vielleicht noch ein Dach drauf oder so. Und das ist jetzt nicht eine Ausnahme, das ist selbst in Städten, das ist gang und gäbe, da gucken oben noch die Bewährungseisen raus, da sieht man, okay, das wird mal noch höher. Und die Decken sind dann irgendwie mit einer Versiegelungsschicht teilweise versehen, die trotzdem nicht dicht ist und dann ist halt immer dann Schimmel drin. So ist das halt gang und gäbe hier. Ich würde sogar noch einen kleinen Zusatz bringen. Oft ist es auch so, dass diese Menschen ihre Tieren da, ihr Geschäft unten haben und mehr oder weniger im Geschäft auch leben. Besonders wenn es halt noch nicht bis nach oben hin fertig gebaut ist. Ja. Nur das als Zusatz. Und jetzt nehme ich euch mit zu Silvester, denn bei Silvester gibt es hier ein Ritual, eine Tradition, die mich zum Schmunzeln gebracht hat und das sind gelbe Unterhosen, denn die sollen bekanntlich nämlich ihr Glück bringen für das nächste Jahr und die werden dann zur Zeit des Jahreswechsels überall in der Stadt verkauft. Hast du auch schon deine gelbe Unterhose für das kommende Silvester? Dann schreib Unterhose in die Kommentare. Ich will noch ergänzen, teilweise sind es auch Socken. Und teilweise auch T-Shirts, also an sich Unterwäsche. Ja? Aber die Unterhose ist wohl das prägnante Stück darin. Und jetzt zum letzten Punkt, das betrifft die Flaggenpflicht. Und zwar ist es in Peru so, je nach Distrikt, je nach Bezirk, dass es verpflichtet ist, zum Nationalfeiertag oder auch zum Tag der Nationalflagge an verschiedenen Feiertagen, die vom Staat vorgegeben sind, ähnlich wie in Deutschland, die Flagge zu hissen.
Und das ist verpflichtet. Ja? Das steht bei uns sogar in der Ortssatzung drin. Jetzt im Juli war es für 15 Tage verpflichtet, die peruanische Flagge an sein Haus, an jedes Gebäude, selbst an unserem außenliegenden Grundstück hätten wir es machen müssen, zu hängen. Und jetzt kommt der Punkt, der wirklich dann ins Geld geht. Wer das nicht macht und erwischt wird oder von jemandem angezeigt wird, der muss je nach Ort teilweise 550 bis über 1000 soll es zahlen. Und das ist umgerechnet, ja, so, ich drücke es mal anders aus. Ein Hilfsarbeiter, der auf dem Feld mithilft, also landwirtschaftliche Arbeit, Gehilfe, der kriegt am Tag 50 Solles. Das sind also 11 Tagessätze eines solchen Arbeiters, die er als Strafe zahlen müsste. Das überlegt man sich dann schon gut, weil das ist ziemlich viel Geld für einen Peruaner. Ja, und damit sind wir am Ende unserer Reise. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, viel Freude, Glück und Sonnenschein. Tschüss. Tschüss.